So again here in the study room of Lorenz Guardian here in Germany, Ingolstadt I should say. And in this video you're going to talk about Lafayette, which is probably a source not all of you know about, but Lorenz, tell us a little bit more who he was and why this source is important. Ja, ich habe das Glück, das Original zeigen zu dürfen. Also ein Exemplar aus dem Jahre 1705. Wow. Lafayette war ein Hoftänzer, ordinaire de la musique du roi. Hoft what? Ordinaire de la musique du roi. Also der war also ein Hof. Für Tänze und Hofmusiker. Ja. Er hat eine Position at und the hat im court. berühmten Verlag Ballard sein Buch herausgegeben. Très facile pour bien apprendre la musique. So very easy principles for and a good way to learn music, about music. Genau. Und er macht das anhand von Tänzen, die typischen Hoftänze werden alle präsentiert und zeigt, wie man Verzierungen anbringt, diese Agrément. Ja, Ornamentation, ja. Und die Tanzstücke sind auch mit Texten, es sind so kleine Arien mit Texten versehen. Ja, so you can sing. Man kann die singen und die Texte geben auch Aufschluss über den musikalischen Charakter des Tanzes. Oh ja, interesting. So, ja. Und ab 1705 wird es für uns interessant. In dem Jahr sind offenbar sogar 2 Editionen geschehen. Dieses Prinzipienbuch ist offenbar sehr gefragt gewesen. Okay. In einem Jahr gibt es 2 Auflagen. Ich habe die erste Auflage und Herr Mieling in seinem Buch bezieht sich auf die zweite Auflage desselben Jahres. Okay, and is there a difference? Und zeigt eben, dieses Buch war sehr verbreitet, war sehr an important source, in fact. Genau. So, is there a difference between the first and the second edition or not? Fast keine, außer hier fehlt noch die Explikation vorhandenen Zeitangaben oder Dauerangaben für die Schwingungen des Pendels. Also er gibt hier nicht die Pendellänge an oder auch den Notenwert, auf den man das beziehen muss, sondern mit einem Bögelchen zeigt er an, auf wie viele Taktteile die Zeitangabe zu beziehen ist. Und diese Zeitangabe ist nun auch interessant. Es sind Tiers, es sind sogenannte Terzen. Also hier sieht man am Anfang des Stückes 30 und drüber ein Bogen. Und diese Bogensetzung bedeutet in diesem Fall 2 halbe. Also bezieht sich auf den Taktteil einer halben. That was a new system at the time? Or? Das war, glaube ich, seine Erfindung. Also er hat das scheinbar so ziemlich als erster gemacht. Und diese Zahl 30 bedeutet 30 Sechzigstel Sekunden. Das heißt eine halbe Sekunde. Ah ja, okay. Ja. Also die Sekunde wird noch einmal geteilt. Die Sekunde ist ja die zweite Stundenteilung. Die erste Stundenteilung ist die Minute und darum heißt Sekunde. Die zweite Stundenteilung und dann gibt es noch eine dritte Stundenteilung, nämlich die Teilung der Sekunde in 60 Sechzigstelsekunden. So it's not divided by 3, but it's just the third division. Genau. Okay. Genau. Well, it's simple if you know. Ja, ist ganz einfach. Ja, ganz einfach. 30 Terzen oder Tiers oder Sechzigstelsekunden sind eine halbe Sekunde. Jetzt ist die Frage, was meint ihr? Herr Mieling sagt, ja, die Zeitangabe ist ja eindeutig. 30 Terzen sind eine halbe Sekunde. Schluss, Diskussion beendet. Und bei mir, also ich habe festgestellt, dass bei diesen Stücken die Atemzeichen
eine ganz wichtige Rolle spielen, also Aufschluss geben. Also Er hat hier in allen Stücken, in all diesen Gesamtstücken hat er auch Atemzeichen angebracht. Signs for breathing. Und das sind ganz kleine Bögelchen. Zum Beispiel hier eines. Es sieht fast aus wie ein Punkt, immer auf der untersten Linie. Jetzt gehen wir da mal weiter. Da sieht man solche Atemzeichen. Hier oder hier und so weiter. Und Herr Wieling hat in seiner Ausgabe dieser Tänze durchaus diese Atemzeichen beachtet, hat sie schön übernommen, eingetragen, aber er hat sie nicht in die Praxis umgesetzt. Er hat nicht ausprobiert, wie das jetzt geht, ob die sinnvoll platziert sind oder nicht, ob sie nötig sind oder nicht. Der Autor sagt in seinem Vorwort, dass es die Stellen sind, an denen man on doit prendre l'aller. So you have to breathe. Ja, you have to breathe. Das schreibt er eindeutig so. Es sind die Stellen, wo man Atem nehmen muss, wo man die vorausgehende Note etwas abkürzen soll und so weiter. Ja, okay. That's clear. Also er setzt nicht Zeichen, wo sie nicht nötig sind. Also er setzt sie immer dort, wo er sie für nötig erachtet. Genau. Jetzt haben wir hier eine Gavotte. Und Wieling sagt, ja klar, halbe gleich halbe Sekunde. Ein Takt, eine Sekunde. Ja. Ich sage, die Atemzeichen lassen nun etwas anderes vermuten. Singt man dieses Stück in dem Tempo nach der Millingschen Deutung, ist jedes zweite unnötig. Eine Sekunde für den ganzen Takt. Okay. Eine Sekunde für den So ganzen I Takt. play metronome now. I play pendulum. Also, I have to see if I. Okay, take go. Gut. Okay, you were War doch- quite okay with Ja, that. genau. Jetzt habe ich aber das gesungen, dass ich dieses Atemzeichen gar nicht gesungen habe. Yeah, you Jetzt missed mache ich every mal one. die Atemzeichen. Jetzt versuche ich die Atemzeichen, so wie sie da stehen, zu realisieren. Ja. Dann ist es so. That's too much. Das ist yeah. doch- das ist doch The way you did it before eindeutig. was. Ich kann mühelos singen. In a musical way, this makes more sense. Yeah. Okay. Mache ich es halb so schnell. Dann macht Sinn. Macht Sinn. Dann ist es genau richtig. Der Autor dieses Buches gibt selber eine Definition, leider eine nicht ganz exakte Definition von dem, was er mit Schwingung, mit Vibration meint. Ah ja. Okay. Ein Pendel ist eine Bleikugel, die an einem Faden festgemacht ist. Man hängt diesen Faden an einem bestimmten Punkt auf Ja. und lässt die Kugel Hin- und Rückläufe machen, die man Schwingungen nennt. Ah ja. Was ist eine Schwingung? Das Problem ist, er hätte Schwingung in der Einzahl nennen sollen. Dann wäre klar gewesen, dass eine Schwingung aus einem Hin- und Rücklauf besteht. Aber da er Hin- und Rückläufe schreibt und Schwingungen im Plural setzt, ist es nicht klar, ob er die einzelnen hin oder her. So you cannot prove one Genau. or another. So what's your take then? Aber man kann sagen, in zeitlicher Nähe und auch im gleichen Verlag hat Antoine Furetière publiziert. Ich bin überzeugt, dass Furetière und Lafillard sich gekannt haben. Und
Furetière hat ein großes Lexikon geschrieben und hat eine exakte That's the same Vibration where Walter is Definition referring geliefert. to. So he was inspiration for Walter to start Ja. the deutsche Walter musikalische bezieht Lexikon. sich oft auf Okay, Furetière that's the one. und Furetière bietet eine exakte Definition von Vibration. Mouvement réglé d'un pendule lequel est suspendu librement à un filet et qui s'agite à droite et à gauche. So, À droite Ja. et à gauche. Er schreibt nicht de droite à gauche. Das wäre die Einzelschwingung. Und so wird sie definiert in der Akademie. De droite à gauche. ja. Das wäre die Einzelschwingung. Aber er schreibt à droite et à gauche. So your take on this is that Furetière is much closer in time Ja, and genau. to Lafayette than the Académie Française is a little bit later. Erst etwa 30 Jahre später. Okay. Ja, also es ist naheliegend. Ja. Es ist naheliegend, dass Lafillard auch mit Vibration einen Doppelschlag Musically. Okay, we're going to do some other chats. It's a long day, but I learn a lot. I hope for you the same. If this is your first time here, seeing us here chat, so there's several videos in this series, and I will link them here in the video. Don't forget to hit the subscribe button if you want to stay on top of everything we do. I'm not covering only discussions with Lorenz, so I'm more at the practical side of playing that music. But again, the theory behind it is so important, and I believe it's time to step up the research and to just cover all the things we know part by part and not go out of the way of anything. So thank you, Lorenz, again. We see each other very soon again for a next chat with you. Thanks. Bye.